who the fuck is René Tretschok? Die hat mich ja gar nicht auf dem Schirm, ne? Der größte Triumph der Vereinsgeschichte, der Gewinn der Champions League 1997. In München besiegelt das BVB-Tor des Jahrhunderts den Sieg über Juventus. Was darüber leicht in Vergessenheit gerät, auf dem Weg nach München muss im Halbfinale kein geringerer als Manchester United aus dem Weg geräumt werden. Am 9. April kommt der englische Meister zum Hinspiel ins Westfalenstadion. Es war gespenstisch ruhig vor dem Spiel, weil jeder war konzentriert. Normalerweise in Bundesliga macht man mal noch einen Spaß oder so. Aber da merkte man schon, uiuiui, heute geht's um alles. Und das war schon ergreifend zu sehen, wie jeder Spieler, egal was er schon erlebt hat, sich voll fokussiert hat. Und dann natürlich dieser enge Spielertunnel, das war natürlich dann nochmal raus dort. Das war unfassbar schön. Dortmund plagen große Personalprobleme. Jürgen Kohler, Stefan Chapuisat, Karl-Heinz Riedle verletzt. Matthias Sammer gelb gesperrt. Die beiden Sturmspitzen heißen Heiko Herrlich und René Tretschok. Jetzt hat er so einen sehr schönen Begriff, polyvalenter Spieler. Ne? Ich habe mir überlegt, ich habe in meiner ganzen Karriere von 11 möglichen Positionen, habe ich 8 gespielt. Und als Aushilfsstürmer stibitzt René Tretschok in der 76. Minute zuerst Paulo Sousa den Ball vom Fuß, um ihn anschließend zum Tor des Tages im Netz zu versenken. Wer den Paulo kennt, der weiß, das ist ein sehr introvertierter Spieler und er wollte natürlich immer alles auch haben. Aber ich glaube, in dem Moment, ich war gut drin im Spiel und ich wusste, ich wollte aufs Tor schießen. Und das war halt eine Situation, die eigentlich kann ich auch nicht erklären, aber es war eigentlich so eine Willensleistung. Und das war sehr, sehr schön für den Verein, für die Mannschaft und im Endeffekt ja auch ein kleiner Teil dazu beigetragen, dass wir es geschafft haben. So blöd, wie sich das anhört, in dem Moment realisierst du das ja eigentlich gar nicht so richtig. Ne? Weil klar, du weißt, du stehst vor der Südtribüne, hast ein Tor geschossen, das ist ja wichtig, die Spieler freuen sich. Im Nachhinein habe ich gesehen, dass mein T-Shirt drunter ein Loch hatte. Alles solche Sachen. Aber ich glaube, 2-3 Tage später, da habe ich Gänsehaut bekommen und gedacht, mein Gott, was war das für eine Situation? Mit dem 1:0 ist der erste große Schritt Richtung München getan. Im Rückspiel erzielt Lars Ricken schon nach 8 Minuten die Dortmunder Führung. In der Folge liefert der BVB eine heroische Abwehrschlacht mit Happy End. Wenn man beide Spiele betrachtet, hätten wir auch beide Spiele verlieren können. Aber wir waren einfach mental so stark. Und ich glaube, das war der entscheidende Punkt, dass wir ein bisschen mehr es wollten. Von der Leistung her war Man U super, aber wir waren von der Mentalität her, glaube ich, einen Tick besser. Und auch im Old Trafford hat René Tretschok Eindruck hinterlassen. Wirklich mal unter uns zu sagen, who the fuck is René Tretschok? Die hat mich ja gar nicht auf dem Schirm. Ne? Ich hatte gehört, die hatten echt überlegt, an mich mal heranzutreten, ob ich nicht zu ihnen kommen würde. Also ich habe das nicht vertieft, das Thema, aber die waren echt, Ferguson war da echt angetan. Ne? Beim Endspiel kann Ottmar Hitzfeld wieder aus dem Vollen schöpfen und René Tretschok sitzt gegen Juve 90 Minuten auf der Bank. Für mich war das große Ehre, Teil dieser Mannschaft zu sein und der Trainer seine Entscheidung getroffen und die habe ich voll respektiert. Und ich war stolz und hege da auch keinen Groll. Im Gegenteil, ich war Teil einer super Mannschaft. Und mit dem wichtigsten Tor seiner Karriere, an diesem 9. April 1997, im Halbfinale gegen Manchester United, gebührt René Tretschok ein großer Anteil am bedeutendsten Titelgewinn von Borussia Dortmund.